Du willst endlich deinen ersten Apfelbaum pflanzen? Dann vermeide die Anfängerfehler und schau dir dieses Video an. Tipp 1 von 3. Das A und O ist eine gute Planung. Also du solltest am besten schon anfangen, einen Apfelbaum zu pflanzen bzw. einen Apfelbaum zu planen, ohne überhaupt einen Apfelbaum gekauft zu haben. Denn als allererstes solltest du dich erstmal in deinem Garten umschauen und einen geeigneten Standort finden. Insbesondere ist es interessant, auf Extremwetterereignisse zu achten, gerade was den Wind angeht und auch Kälte oder auch sehr warme Standorte. Und dann ist es natürlich auch von Bedeutung, welche Art vom Boden du hast. Hast du also deinen Traumstandort gefunden, kannst du schon anfangen, den Baum zu pflanzen, ohne den Baum eigentlich gekauft haben zu müssen, indem du den Boden entsprechend vorbereitest. Dazu kannst du zum Beispiel ganz einfach an der Stelle, wo du ihn pflanzen willst, ein Mulchbeet anlegen und beispielsweise Gründüngung pflanzen. Und was ein Mulchbeet ist, das habe ich schon in einem anderen Video dargestellt. Das werde ich am Ende des Videos verlinken. Tipp 2 von 3. Kennst du also nun den Standort und die Bodenbedingungen? So kannst du dich an die Sortenauswahl machen. Und auch die endgültige Größe beim Apfelbaum solltest du beachten, denn wenn du wie beispielsweise hier gar nicht so viel Platz hast, weil ein Haus im Hintergrund steht, so solltest du eher einen kleineren Baum wählen. Auch freut sich ein Apfelbaum über einen Partner in seiner Nähe. Das hilft bei der Befruchtung. Du kannst dich also in deiner Nachbarschaft mal umschauen, ob es dort schon Apfelbäume gibt. Bei mir war das leider nicht der Fall und so habe ich direkt noch einen zweiten Baum gepflanzt. Wichtig dabei ist auch, dass die Apfelbäume dann zur gleichen Zeit blühen. Eine gute Baumschule sollte dir alle diese Angaben machen können und dich entsprechend beraten. Tipp 3 von 3. Jeder Apfelbaum freut sich über eine gute Pflege. So passt im Garten immer das Stichwort: der beste Platz im Garten ist der Schatten des Gärtners. Du solltest also möglichst oft mal einen Blick auf deinen Baum werfen und schauen, wie es ihm geht. Außerdem sieht er schön aus und er riecht auch gut. Eine gepflegte Baumscheibe mit einer großen Vielfalt an unterschiedlichen Pflanzen und Kräutern ist immer eine gute Idee. Und auch stickstofffixierende Pflanzen, Sträucher oder Bäume, die mögen die Apfelbäume natürlich auch besonders gerne in ihrer Nachbarschaft. Also das sind, wie ich finde, aus meiner Sicht die 3 wichtigsten Tipps, die du erstmal beachten solltest, wenn du einen Obstbaum pflanzt. Und so hoffe ich, erfreut ihr euch auch bald an einer solchen schönen Blütenpracht.